Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Im heutigen Video geht es um Folgendes. Schaut es euch an. Wie ihr gesehen habt, geht es um das Nachrüsten einer elektrischen Heckklappe. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Elektrische Heckklappe gibt es von Werk aus nur beim Focus Turnier, also der Kombi-Variante. Bei meiner Variante Fließheck gibt es das leider nicht. Kann man also absolut nicht mitkonfigurieren, mitbestellen. Man ist also auf diesen Nachrüstsatz angewiesen. Und ich habe mir diesen Nachrüstsatz bestellt und auch entsprechend eingebaut. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze im Detail funktioniert. Man kann also die elektrische Heckklappe ganz normal über die Funkfernbedienung steuern. Zweimal draufdrücken, öffnet die Heckklappe, zweimal nochmal draufdrücken, schließt auch die Heckklappe. Weiterhin funktioniert natürlich der ganz normale Heckklappenschalter, öffnet also die Heckklappe und durch einen neu verbauten Knopf oben in der Heckklappe kann man die Heckklappe dann auch schließen. Zusätzlich gibt es hier vorne beim Fahrer noch einen zusätzlichen Knopf, über den wir auch die Heckklappe auf- und zumachen können. Damit das nicht versehentlich passiert, muss man diesen Knopf circa 2 Sekunden gedrückt halten. Also einmal kurz draufdrücken oder zweimal hintereinander kurz draufdrücken, absichtlich oder unabsichtlich, bringt also nichts oder es passiert nichts. Ihr müsst den Knopf einfach 2 Sekunden gedrückt halten und es dann öffnet oder schließt sich die Heckklappe. Reine Sicherheitsmaßnahme, nicht, dass man der Fahrt vielleicht einfach mal kurz dahin kommt. Gut, ja, gleich geht es auch zu dem Einbau der elektrischen Heckklappe. Vorher noch eine Info, ich habe 2 von diesen Sets bestellt. Und ja, ein Set für mich hier zum Verbauen, um euch zu zeigen, wie das Ganze denn funktioniert, wie es denn eingebaut wird, um es natürlich nachzumachen. Dafür sind ja meine Videos gedacht. Und ein zweites Set, was ihr dann bei mir einfach erwerben könnt. Zum Selbstkostenpreis. Sprich, das Ding kostet 550 € inklusive versichertem Versand. Für diejenigen, die Mitglied sind, gibt es nochmal 50 € Rabatt. Sprich, für glatte 500 € könnt ihr dieses Set erwerben, inklusive versichertem Versand. Wenn ihr sogar noch irgendwo in der Nähe hier wohnt und euch den Einbau selber nicht zutraut, kommt einfach vorbei und wir bauen das Ding gemeinsam ein. Absolut gar kein Thema. Der Einbau, nur für euch zur Info, dauert circa 1 bis 2 Stunden, je nachdem wie schnell oder wie gemütlich man halt macht. Gut. Das war's. Jetzt also dieses Vorgeplänkel. Schauen wir uns mal an, wie das denn genau eingebaut wird. Viel Spaß damit. Als allererstes brauchen wir diesen Kabelsatz hier. Der ist also da, um den Strom von vorne nach hinten zu bekommen. Und wir brauchen hier die Sicherung Nummer 24. Das ist die Reservesicherung, dort ist also eigentlich nichts angeschlossen. Ziehen wir raus und stecken den sogenannten Stromdieb dort ein. Und das war eigentlich auch schon die ganze Verkabelung, weil hier brauchen wir nur den Pluspol, den ziehen wir von vorne nach hinten durch. Wir machen also die Verkleidung ab und verlegen dann unser Kabel hier seitlich schön entlang an dem Fußboden. Schaut einfach, dass das Kabel, wenn ihr es verlegt habt, nicht irgendwie eingequetscht wird. Und ja, hier seht ihr, es wird einfach nur unten drunter gelegt zum Teil und ansonsten hier diese Verkleidung einfach abziehen. Und ja, dann das Kabel verlegen und dann wieder die Verkleidung dran machen. Wie ihr seht, hier im Schnelldurchlauf auch ganz einfach zu verlegen, zum Teil auch ohne die Abdeckung, also das Plastik abzumachen, einfach unten drunter reinschieben und das Kabel bleibt dort einfach liegen. Und schon sind wir auch schon an der C-Säule. Und dort auch ebenfalls das Kabel einfach nur nach oben verlegen und dann hier nach hinten durchziehen, Kabel einfach
ja, nach unten reindrücken und dann seid ihr eigentlich auch schon hinten am Kofferraum und hier einfach den Himmel leicht nach unten ziehen und das Kabel ist schon dort an der gewünschten Stelle. Die Verkleidung dann einfach abziehen und schon kommen wir hier an dieses Gummi dran. Das müssen wir einfach hochziehen und können dann mit dem Finger von unten nach oben das Kabel einfach durchziehen. Und dann kommt als nächstes auch schon der Teil, der, naja, ein bisschen tricky ist. Man muss dann nämlich das Kabel durch das Gummi hier durchziehen. Ich habe hier einen flexiblen Plastikstab, den ich hier verwende, um das Kabel da durchzuziehen, beziehungsweise ja, hier festzumachen und dann einmal durchzuziehen. Falls ihr euch fragt, wo ich das Ganze her habe, das habe ich von dem Nachrüstset der Ambientenbeleuchtung. Falls ihr das Video noch nicht kennt, schaut es euch an. Dort bei diesem Nachrüstset gibt es auch diesen Plastikstab, den habe ich dort einfach mitbekommen. Und wie ihr seht, das Ganze ist hier ein bisschen tricky, das Kabel da durchzuziehen, aber ist das einmal geschafft, geht es dann auch schon direkt weiter, nämlich das Kabel dann hier nach oben in die Heckklappe durchzubekommen. Das war dann relativ simpel. Auch hier immer durchziehen, befestigen und dann das Kabel nachziehen. Und ja, dann sind wir eigentlich auch schon fertig und müssen das Ganze hier noch zumachen. Damit das Ganze hier zugemacht werden kann, müsst ihr diese Plastikteile zuerst rausnehmen. Habt ihr diese draußen, muss das Gummi über diese Plastik-Klipse drüber gezogen werden und erst danach kann man dieses Plastik dann auch wieder richtig in die Fassung nochmal einklicken lassen. Vorher oder anders ist das nicht möglich, da holt ihr euch das Leben. Deshalb, das Plastik muss raus, dann das Gummi über das Plastik und dann können die hier einfach nur reingeklipst werden. Einmal und zweimal. Und ja, zu guter Letzt muss natürlich jetzt noch die Verkleidung der Heckklappe ab. Hier haben wir jeweils 2 Schrauben bei den Handgriffen, die 4 Schrauben lösen wir und sind diese 4 Schrauben gelöst, können wir dann im Nachgang dann auch dieses Plastik einfach nur abziehen. Ein bisschen anheben und dann mit einem Ruck abziehen. Und dann kommen wir auch schon an alles dran, was wir brauchen. Hier im ersten Schritt mit 3 Schrauben lösen wir die Arretierung vom Kofferraum. Ist einfach nur mit einem Stecker dann befestigt. Und alten abmachen und den neuen auch wieder dran. Auch wieder mit den Schrauben befestigen. Und nochmal festziehen. Danach kommt auch der Kabelsatz, der neue, den auch nochmal hier an den Stecker dran. Es passt nur ein einziger Stecker da dran, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Dann kommt ja auch schon die Box, an der alles dann zum Schluss angeschlossen wird. Die wird hier einfach reingesteckt und mit einer Schraube befestigt. Die Box ist super leicht, hat also gut wie gar kein Gewicht und beinhaltet nur die Anschlüsse, um alles verkabeln zu können. Stecker und Buchsen sind individuell, sprich eine Buchse passt jeweils nur zu einem Stecker und zudem sind sie farbenkodiert. Man kann da also absolut nichts falsch anschließen. Zu guter Letzt müssen wir natürlich jetzt noch das Kabel, was wir bis hierher gezogen haben, noch komplett nach oben ziehen. Also das Stromkabel, das müssen wir jetzt noch hochziehen. Dort ist natürlich bisher nur das Plus angeschlossen. Wir müssen natürlich auch noch die Masse, also den Minus irgendwo hernehmen. Ich habe hier den rechten Punkt hier genommen. Nachdem ich das Ganze hier festgemacht habe, habe ich dann allerdings festgestellt, dass wenn man diesen Anschluss hier verwendet, das Minuskabel, das an diesem Kabel befestigt ist, dann einfach zu kurz ist. Dann habe ich mich entschieden, also auf der linken Seite den Anschluss zu nehmen, wo auch der Antennenverstärker angeschlossen ist, wie ihr seht, hier links. Und dann hat das einfach wunderbar geklappt. Und hier sind wir auch schon bei den Stoßdämpfern. Dort einfach die Sicherung rausmachen mit dem Schraubenzieher und dann kann man die Stoßdämpfer auch einfach schon abmachen. Vorsicht, Heckklappe fällt natürlich runter. Man muss sie natürlich ganz professionell, so wie ich es hier gemacht habe, absichern. Ich gehe davon aus, dass es mit einem Dämpfer auch noch einigermaßen hält, ist allerdings nicht der Fall. Danach die Schraube hier abmachen, das schwarze Teil dann dran machen. Dieses schwarze Teil ist dazu da, dass der Punkt, an dem die neuen Dämpfer montiert werden, einfach ein bisschen nach oben verlagert wird. Dann das Ganze nochmal festziehen und natürlich auf der anderen Seite genau das Gleiche machen. Hier muss man diese Sicherung abmachen und nachdem man den Stoßdämpfer montiert hat, die Sicherung halt nochmal drauf machen. Das ist eine Fummelarbeit, konnte ich im Video jetzt so nicht festhalten, weil ich es halt alles alleine mache.
Gut, und dann zu guter Letzt das Kabel nochmal durchziehen und wie ihr seht, hier einfach anschließen auf der rechten Seite und auf der linken Seite machen wir genau das gleiche, nachdem wir das Ganze hier montiert haben, nochmal einstecken, Stecker dran, fertig. Zu guter Letzt noch der Powerstecker, den wir ja von vorne gezogen haben, den auch nochmal einstecken und dann ist alles verkabelt. Es fehlt noch ein Anschluss und das ist dieser hier und dieser Anschluss ist dazu da, dass wir auch vorne beim Fahrersitz einen Knopf haben, mit dem wir die Heckklappe auf- und zumachen können. Zu guter Letzt müssen natürlich jetzt noch die Kabel von den neuen Dämpfern irgendwie nach innen kommen, von außen nach innen und man muss sich überlegen, wo man den Knopf hier montiert, mit dem man die Heckklappe wieder zumachen möchte. Ich habe mich hier für diese Position entschieden, dann einfach ein Loch bohren. Dieser Aufsatz ist natürlich im Set auch enthalten, damit ihr halt die richtige Lochgröße bohren könnt. Ist das Ganze gebohrt, können wir hier den Knopf einfach dran machen, abziehen, dann einmal festkleben und auf der anderen Seite nochmal die Mutter drauf und nochmal festziehen, damit er auch wirklich fest sitzt. Und jetzt kommen die Löcher, die wir hier seitlich gebohrt haben. Dort müssen natürlich die Kabel, wie ihr seht, von den neuen Dämpfern einfach durchgezogen werden. Die müssen ja nach innen durch. Dort verkabeln wir das Ganze nochmal, montieren jetzt nochmal die Abdeckung dran, einfach fest andrücken, dass die Klipse einrasten und dann zu guter Letzt, wenn das Ganze denn montiert ist, wird das Ganze jetzt hier nochmal schön in das Loch eingepresst und so sieht das Ganze dann aus. Es ist komplett oben, die Position, die müssen wir jetzt einmal anlernen mit einem langen Druck. Das Piepsen bedeutet, es wurde angelernt und jetzt können wir das Ganze mal schließen zum allerersten Mal. Und hat einwandfrei geklappt und jetzt zum allerersten Mal auch nochmal öffnen und jetzt mit der Fernbedienung. Perfekt, scheint also zu funktionieren. Da es langsam dunkel wurde, habe ich am nächsten Tag es weitergemacht. Hier nochmal das Kabel verlegt, was ja für den Knopf vorne ist, um die Heckklappe halt von vorne auf- und zumachen zu können. Hier nach dem gleichen Prinzip das Kabel verlegen, halt in dem Fall von hinten nach vorne. Hier ging die Verkleidung ganz, ganz schwer und wollte eigentlich nicht abgehen, deshalb habe ich hier das Kabel einfach durchgezogen. Viele Wege führen nach Rom, wie ihr seht, und dann auf jeden Fall weiter nochmal nach dem gleichen Schema das Ganze verlegt. Hier die Abdeckung geht wieder relativ einfach ab und dann sind wir eigentlich auch schon vorne, müssen entscheiden, wo wir den Knopf hinhaben wollen. Ich habe mich jetzt für diese Position hier entschieden, einfach Loch reinbohren und dann die Kabel durchstecken und der Stecker wird einfach nochmal reingeklipst. Und dann kommt das Ganze hier unten durch. Das ist ein bisschen Fummelarbeit. Das Münzfach am besten hierfür abhängen oder raushängen und dann könnt ihr die Kabel ganz, ganz einfach da durchziehen. Sind die Kabel unten, müssen diese noch mit dem Kabel, was wir jetzt von hinten nach vorne durchgezogen haben, einfach verbunden werden. Dort ist ein Stecker, den verbindet ihr einfach und dann seid ihr auch schon durch. An dem Knopf vorne sind noch zwei zusätzliche Leitungen, einmal Plus und einmal Minus, die könnt ihr anschließen, dann leuchtet der Knopf noch. Das wollte ich nicht, habe also diesen Plus und Minus einfach nicht angeschlossen und ihn einfach hier verlegt und fertig. Nachdem ihr jetzt gesehen habt, wie das Ganze eingebaut wird, wie gesagt, könnt ihr es selber machen, wenn ihr es denn wollt, oder aber ihr kommt vorbei, wenn ihr in der Nähe wohnt und wir bauen es zusammen ein. Im nächsten Video gibt es dann einen Zusatz, da rüste ich nämlich noch den Fußsensor nach. Sprich, wenn man irgendwas Schweres in der Hand hat, kommt man einfach ans Auto, wedelt mit dem Fuß unter dem Auto und die Heckklappe öffnet sich. Ja, das gibt es dann halt im nächsten Video, wie man das Ganze dann einbaut und halt verkabelt. Gut. Wie immer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!